Herzlich willkommen in der Berlinischen Galerie. Ich begrüße Sie zur Ausstellung Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor des Museums und ich werde Sie zusammen mit meinen Kolleginnen Stefanie Heckmann und Janina Nentwig durch die Ausstellung führen. Ferdinand Hodler und Berlin. Da mag man sich ein wenig wundern vielleicht. Was hat der Schweizer Nationalkünstler mit Berlin zu tun? Zunächst einmal war er Mitglied der Berliner Sezession. Das war der erste Punkt, an dem wir angesetzt haben. Und wir haben in der Vorbereitungszeit der Ausstellung aber viele andere Bezüge gefunden, die Ferdinand Hodler mit Berlin verbinden. Berlin war für ihn ein wichtiger Ort. Berlin hat ihm geholfen, berühmt zu werden. Er hatte zwischen 1898 und 1914 annähernd 40 Ausstellungen in der Stadt. Und die Berlinische Galerie kümmert sich ja um in Berlin entstandene Kunst. Das ist bei Hodler streng genommen nicht der Fall, aber wir stellen die Wichtigkeit Berlins in dieser Ausstellung für Ferdinand Hodler und für den Kunsthandel um 1900 vor. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Raum hier auch in die Ausstellung einbinden können. Er ist dem Frühwerk Ferdinand Hodlers gewidmet. Ferdinand Hodler hat, als er 1898 erstmalig in Berlin ausgestellt hat, schon auf eine Karriere in der Schweiz zurückgeblickt. Und wir können hier in diesem Raum die Anfänge auch zeigen, sodass man nachvollziehen kann, auch wie sich seine Landschaftsauffassung, wie sich seine Auffassung von Figur auch entwickelt hat. Wir haben zwei frühe Werke eingebunden, die Landschaftsansichten zeigen, die er bei dem Vedutenmaler Ferdinand Sommer im Berner Oberland auch geschaffen hat. Dort hat er seine Lehre absolviert. Die sind nach Vorlagen entstanden und waren zum Verkauf an Touristen gedacht. Ferdinand Hodler hat dann in Genf an der Kunstakademie bei seinem Lehrer Barthélémy die Schule von Barbizon auch kennengelernt. Der war ein überzeugter Freilichtmaler und hat Hodler auch in diese Technik eingeführt. Hodler hat mit diesem Bild an einem Wettbewerb teilgenommen. Das ist sein erster Wettbewerb, seine erste Pressemeldung, die er auch in der Schweizer Presse erhalten hat, wo sein Werk auch Aufmerksamkeit bekommt. Und wir sind sehr froh, auch in dieser Ausstellung hier dieses Werk zeigen zu können. Das ist für Hodler selbst ein ganz zentrales Werk gewesen. Das war ihm selbst sehr wichtig. Er hat später über dieses Werk gesagt, dass es im Grunde genommen sein späteres Schaffen auch vorweggenommen hat und dass es der tiefste Ausdruck seiner selbst wäre. Und dargestellt ist ein junger Mann im Anbetungsgestus in der Natur. Landschaft und Figur sind in diesem Werk noch gleichgewichtet. Also man sieht so einen kleinen Weg, der sich in das Bild hineinschlängelt. Und Hodler hat die Figur richtig vermessen. Also dieses richtige Maß auch, das für ihn auch gleichbedeutend war mit Schönheit. Das ist etwas, was sein ganzes weiteres Schaffen auch mitbestimmen wird. Ferdinand Hodler ist Ende 20, als er dieses Selbstbildnis malt. Er ist damals ein junger Künstler, der versucht, in Genf Fuß zu fassen. Unermüdlich beteiligt er sich an Wettbewerben, sucht nach Möglichkeiten, seine Werke auszustellen oder zu verkaufen. Er erfährt dabei aber auch zahlreiche Rückschläge und viel negative Kritik in der Presse. Das schlägt sich auch in diesem Bild hier nieder. Wenn man sein Gesicht anguckt, dann sieht man, dass über seiner Nasenwurzel 2 Zornesfalten prangen. Er dreht sich energisch dem Betrachter zu und hält in seiner Hand ein Stück Papier, vermutlich eine Zeitung mit einem negativen Artikel über ihn. Ferdinand Hodler lässt sich aber nicht entmutigen. 1881 schafft er es zum ersten Mal außerhalb der Schweiz auf dem Pariser Salon auszustellen. Und er zeigt dieses Selbstbildnis. Im Katalog trägt es den Titel Der Wahnsinnige. Das war natürlich eine Steilvorlage für die Pariser Kritiker und es hagelte erneut Häme, Spott und Verrisse.
Ferdinand Hodler hat das Bild daraufhin umbenannt und es ist heute unter dem Titel Der Zornige bekannt. Ferdinand Hodler hat später einmal gesagt, es sei ihm immer noch lieber gewesen, negativ in den Zeitungen besprochen zu werden, als gar keine Kritik zu erhalten. Und darin zeigt sich eine Haltung, mit der es der junge Künstler noch weit bringen sollte. Denn er wusste sehr geschickt, Medienskandale um seine Werke für sich zu nutzen und seine Bekanntheit zu steigern. Und das nicht nur in der Schweiz. Ja, Ferdinand Hodler setzt sehr früh auf internationale Anerkennung seiner Kunst. Also ihm ist es wichtig, nicht nur in der Schweiz anerkannt zu sein, sondern sich auch in den großen europäischen Kunstmetropolen durchzusetzen. Und dazu gehört in dieser Zeit auch Berlin. Berlin ist für ihn eine der wichtigsten Plattformen. Und was wir hier in der Ausstellung versuchen, ist so einen Sezessionsraum auch nachzuempfinden, indem wir Hodler mit den KünstlerInnen der Sezession kontextualisieren. Wir haben leider in unserer Sammlung keine Hodler-Werke, keine eigenen. Aber was wir bei dieser Forschung und der Recherche festgestellt haben, ist, dass wir ganz viele Werke haben von KünstlerInnen der Berliner Szene, die mit Hodler zusammen ausgestellt haben. Dieses Bild von Ferdinand Hodler heißt Der Frühling. Es ist eine seiner wichtigsten Kompositionen, die er gleich vierfach in 4 verschiedenen, sehr ähnlichen Varianten malt. Es ist ein vielschichtiges Sinnbild und man sieht auf den ersten Blick, das hier ist nicht nur ein Sinnbild der Jahreszeit, des Frühlings, des Erwachens der Natur, sondern auch der Jugend und der erwachenden Sexualität. Wir sehen ein Mädchen, das einem Jungen gegenüberkniet, die Lippen wie zum Kuss gespitzt. Der Junge kniet, er ist nackt und seine Haltung ist so etwas unentschieden zwischen Hocken und Aufstehen. Er scheint jedenfalls seine Verehrerin gar nicht richtig zu bemerken. Ferdinand Hodler hat dieses Bild in einer früheren Variante 1903 in der Berliner Sezession gezeigt und damals fand das Bild wenig Anklang. Überhaupt hatte es der Symbolismus in Berlin um 1900 sehr schwer. Eine solche Seelenmalerei, innere Welten, das war dem preußisch nüchternen Publikum in der deutschen Reichshauptstadt sehr fern und sehr fremd. In den Ausstellungen der Berliner Sezession waren übrigens nur sehr wenige Symbolisten überhaupt vertreten. Einer von ihnen ist Ludwig von Hofmann. Dieses Bild hier hinter mir gehört zur Sammlung der Berlinischen Galerie. Es heißt Traumland und es war 1905 in der Künstlerbund-Ausstellung in der Berliner Sezession gemeinsam mit Werken von Ferdinand Hodler zu sehen. Hofmann bearbeitet ein ganz ähnliches Thema. Es ist eine sonnige Landschaft, in der nackte Menschen ein ideales, freies Leben feiern. Aber es ist eben auch ein Bild mit sehr vielen erzählerischen Details, einer ganz delikaten Farbigkeit. Ferdinand Hodler hingegen fasst die Gefühle des jungen Paares in sehr klaren und kräftigen Konturen, Farben und Formen. Und er erweist sich dabei viel mehr als ein Psychologe. Ferdinand Hodler wollte gar nicht so sehr mit dem Symbolismus in Verbindung gebracht werden. Er hat einmal selber von sich gesagt, ich bin kein Allegoriker, kein Symboliker und kein Traumtänzer, ich bin ein Darsteller. Um 1900 erobert der moderne Tanz die europäischen Bühnen und wird auch zum großen Thema für die bildende Kunst. Und wir können hier in unserer Ausstellung einen sehr schönen Vergleich zeigen, an dem auch die Modernität des Themas und der Interpretation deutlich wird und sich zeigt, wie Hodler im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen sehr viel moderner empfunden wurde. Wir haben bei uns in der Sammlung dieses hinreißende Bild von Eugen Spiro, das zeigt seine Schwester Balladine. Und man spürt in diesem Schleier mit diesem goldenen Ornament den Jugendstil. Die Figur ist
kokett gegeben, neigt den Kopf, blickt den Betrachter an. Und wir haben hier ein ganz bezauberndes Beispiel auch von Tanz, das auch die Zeitgenossen sehr geschätzt haben, das auf der Zeitschrift Jugend zum Beispiel auch abgebildet war. Und wir haben auf der anderen Seite hier ein Figurenbild von Ferdinand Hodler, das auch den Tanz zeigt. Hodler hat sich intensiv mit der modernen Tanzbewegung beschäftigt. Er war befreundet mit Émile Jacques Dalcroze, der die rhythmische Gymnastik entwickelt hat. Und er hat hier seine Geliebte Valentine Godet-Darel auch als Modell genommen und sich ganz auf diese Empfindung konzentriert, die er über diese gespannten Konturlinien ja auch um diesen Körper legt. Und dass es sich um eine Tanzbewegung handelt, sieht man unmittelbar. Sie macht diesen Ausfallschritt, dreht sich zum Betrachter. Und diese ganze Eleganz, das hat Hodler wirklich in diesem Bild auch eingefangen. Und Hodlers Bild ist aber nicht nur durch den Kontur bestimmt, sondern auch durch die Farbe. Dieses kräftige Rot, das vor diesem Orange Ocker des Hintergrunds auch sitzt, die blauen Schatten im Gewand, die dynamische Pinselschrift, all das weist voraus auf den Expressionismus, als deren Vorreiter Ferdinand Hodler auch immer gesehen wurde. Ferdinand Hodler war ein exzellenter Netzwerker. Er war Mitglied in mehreren Künstlervereinigungen in Europa. Er wurde von diversen Galeristen vertreten und zu einem seiner großen Förderer gehörte der Berliner Impressionist Max Liebermann. Hodler pflegte den Kontakt zu seinen Künstlerkolleginnen in Berlin und Max Liebermann im Besonderen ist es zu danken, dass Ferdinand Hodler 2 Großaufträge in Deutschland für den öffentlichen Raum, könnte man sagen, bekam. Dazu gehörte ein Großauftrag für das neu erbaute, riesige neue Rathaus in Hannover. Dort hatte man die Idee, den Reformationsschwur der Hannoveraner Bürger aus dem Jahr 1533 in Form eines monumentalen Wandgemäldes umzusetzen. Und die Einzelfigur im Hintergrund, das ist ein Gemälde, das entstanden ist, gewissermaßen als Studie für dieses große Monumentalgemälde, was auch heute noch im Rathaus von Hannover anzuschauen ist. Ferdinand Hodler war nicht nur ein herausragender Figurenmaler und Landschafter, er war auch ein gefragter Porträtist. In Berlin sind seine Porträts erst relativ spät zu entdecken. 1907 veranstaltet Paul Cassirer in seinem legendären Kunstsalon eine Präsentation von 24 Hodler-Werken, in die er auch das Frühwerk des Künstlers mit einbezieht, unter anderem Porträts, so wie diese beiden, die wir hier in unserer Ausstellung zeigen. Und mit Bildern wie diesen gelingt es nun Ferdinand Hodler, die Gunst des breiten Berliner Publikums für sich zu gewinnen. Um 1910 hat es Hodler geschafft. Er ist fester Bestandteil der Berliner Kunstszene und hat die deutsche Reichshauptstadt auch als Sprungbrett genutzt, um seine internationale Karriere voranzutreiben. Seine Porträts sind für ihn übrigens nicht nur reiner Broterwerb. Er fertigt zahlreiche Vorstudien an, manchmal auch mehrere Versionen ein und desselben Porträts, um die Dargestellten in all ihren Facetten der Persönlichkeit zu erfassen. Und gerade bei den Frauenporträts fällt auf, dass Ferdinand Hodler oft mit eleganten Kopfwendungen und lebendigen Posen arbeitet. Ferdinand Hodler hat auch ein wichtiges Landschaftswerk geschaffen und wir sind sehr froh, dass wir in dieser Ausstellung auch seine herausragenden Landschaften mit einbinden können. Die sind erst relativ spät auch in Berlin zu sehen gewesen. Erst 1907 hat Paul Cassirer in seinem Kunstsalon, als er Ferdinand Hodler ausgestellt hat, auch die Landschaften eingebunden. Und sie haben den Blick auch auf Hodlers Werk und auf ihn als Künstler verändert, weil das Berliner Publikum mit den Figurenbildern zunächst Schwierigkeiten hatte.
Die Landschaften sind symbolische Landschaften und man sieht es sehr schön hier an dieser Genfer Seeansicht. Ferdinand Hodler hat diesen See in eine elliptische Komposition eingebettet. Und die Natur veredeln, also ihr ein ideales Kompositionssystem auch zugrunde zu legen, das ist ganz typisch für Hodlers Landschaften dieser Zeit. Und diese Ellipse führt dazu, dass wir diese Landschaften als eine unendliche Landschaft erleben. Die Ellipse, die breitet sich über das Bild geviert aus und schafft dieses Gefühl von Weite, das Hodler empfunden hat, als er diese Landschaft gesehen hat. Und er versucht, wie bei den Figurenbildern, auch hier dieses Gefühl mit in die Darstellung einzubinden, sodass der Betrachter es nachvollziehen kann. Im Jahr 1891 war das Gemälde Die Nacht erstmals für eine Ausstellung vorgesehen. Es wundert kaum, dass das Bild wieder aus der Ausstellung entfernt wurde. Denn die ganzen nackten Leiber, die waren zu viel für das calvinistische Genf. Ferdinand Hodler war sehr erbost über diese Entscheidung, hat einen separaten Raum in der Nähe des Museums angemietet und dort das Gemälde ausgestellt. Durch die Presseberichterstattung um die Entfernung des Gemäldes herum waren viele Leute sehr daran interessiert, dieses skandalträchtige Gemälde anzuschauen. Hodler hat ziemlich viel Geld durch diese Präsentation verdient und er konnte dadurch gleich die nächste Ausstellungsstation in Paris für die Nacht festmachen. Hodlers Gemälde Die Nacht ist ausgesprochen rätselhaft. Wir sehen 7 Figuren, die mehr oder minder unbekleidet schlafen. In der Bildmitte befindet sich ganz zentral eine 8. Figur, die interessanterweise die Gesichtszüge von Ferdinand Hodler selbst trägt. Diese Figur wacht offenbar schreckenserfüllt auf. Das ist auch kein Wunder, denn auf ihr drauf sitzt ein schwarz verhülltes Phantom. Hodler spielt also offenbar in dieser Darstellung an auf die schon in der Antike bekannte Verwandtschaft von Thanatos und Hypnos, die Verwandtschaft von Tod und Schlaf. Und so offeriert uns dieses Bild eine geradezu psychoanalytische Tiefe zur Analyse der Situation um 1900. Schon als Hodler an der existenzbedrohenden Nacht gearbeitet hat, hat er über den Tag nachgedacht und hat versucht, parallel dazu eine Komposition auch zu entwickeln, diesen Tag zu feiern. Der Tag, das ist das Pendantbild zur Nacht und man sieht, dass Hodler hier eine Weiterentwicklung auch gemacht hat, dass Hodler sich vom Naturalismus zu einem Ornamentalstil verändert, wo er auch die Farben anders einsetzt, die Konturlinien anders betont. Also hier spürt man noch auf eine ganz andere Weise auch den Symbolismus. Und wir haben hier 5 Einzelfiguren. Für Hodler war 5 die ideale Figurenzahl. Da konnte er eine Mittelfigur wählen. Und die beiden Figurenpaare rechts und links ordnet er fast symmetrisch an. Und das Thema des Bildes ist die Feier des Lichts. Also der Tag erwacht, die Sonne geht auf und das Licht ist so hell, dass die Figuren sich auch zunächst noch vor diesem hellen Licht schützen. Und die mittlere Figur, die ist in so einem Anbetungsgestus auch, wie wir das auch schon in dem ersten Raum gesehen haben, als dieser Jüngling auch die Natur bewundert. Also in ganz ähnlicher Weise greift Hodler hier dieses Thema wieder auf. Er feiert die Schönheit der Natur, der Frauen. Er feiert hier auch dieses Ineinanderaufgehen von Figur und Landschaft. Und allein mit diesen beiden Bildern, Tag und Nacht, die wir hier in der Ausstellung haben, kann man praktisch den ganzen Ferdinand Hodler erzählen.